Herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Vor nicht allzu langer Zeit ernannte die UNESCO den Gebrauchshundesport in seiner Gänze zum immateriellen Kulturerbe. Als einziges Land der Welt hat mein Heimatland Österreich auf diese Ernennung gepfiffen und verbot den Teil Schutzarbeit in seiner ursprünglichen Form mit 15. April 2025 in Österreich. Kastrierte somit den Gebrauchshundesport Österreichs. Ist so. Da gibt es nichts schön zu reden. Unser Ex-Minister Herr Rauch, der sich da von erwachten Tierschützern hat beraten lassen, welche meinten, diese Barbarei gehöre sofort verboten zum Schutz unserer vierbeinigen Freunde und der Umwelt, der Gesellschaft. Der hat sich dazu entschlossen, das durchzusetzen. Ich kann Ihnen nur sagen, zigtausende leidenschaftliche Hundesportler, nicht nur Hundesportler Österreichs, ja, sind sehr stolz auf Sie, aufgrund dieser Entscheidung. Die lieben Sie und Ihre Anhängerschaft, das kann ich Ihnen sagen. Doch, Österreich kann noch mehr. Mit 1. Juli 2026 führt Österreich den allgemeinen Hundeführerschein ein. War es bis jetzt von Bundesland zu Bundesland und von Hunderasse zu Hunderasse verschieden. Sie wissen, was ich meine. Gilt ab 1. Juli 2026 der Hundeführerschein in allen 9 Bundesländern zu absolvieren. Völlig egal, wer sie sind, was sie sind, welchen Hund sie haben. Das gilt auch noch für einige andere Tiere, soweit ich weiß. Und genau über dieses nächste Meisterstück Österreichs möchte ich hier und jetzt in diesem Video mit Ihnen heute sprechen. Also, bis gleich. Im März 2025 wurde das Gebrauchshundewesen von der deutschen UNESCO-Kommission zum immateriellen Kulturerbe ernannt. Ich sage Ihnen was. Ob das ein weltweit geltendes Kulturerbe darstellt oder ob diese Ernennung nur für Deutschland gilt, ist mir trotz Recherche immer noch nicht klar. Ich war auf der UNESCO-Seite, habe mir unzählige Berichte darüber durchgelesen, aber mir fehlt da total der Durchblick. Blickt da nicht durch. Eine große österreichische Politpartei bezeichnet diese Ernennung als Weltkulturerbe und protestiert gegen das von Ex-Gesundheitsminister Rauch beschlossene Verbotsgesetz der Schutzarbeit. Andere schreiben davon, dass uns diese UNESCO-Ernennung in Österreich nicht viel angeht und verteidigen dieses Verbot mit den üblichen Dummerl-Aussagen, die wir schon kennen. Ja. Auf jeden Fall, bravo, deutsche Hundesportler. Ihr habt den Braten rechtzeitig gerochen und dementsprechend Schritte eingeleitet. Dieses immaterielle Kulturerbe wird von der UNESCO folgendermaßen erklärt. Gebrauchshundewesen. Beziehungen zwischen Mensch und Hund in den Bereichen Suchen, Schützen und Assistieren als kulturelle Praxis. Nochmal bravo Deutschland. Ihr habt das richtig gemacht. Nun, damit haben die Grünen Österreichs Gebrauchshundesport damit absolut die Zähne gezogen. Fürs Erste auf jeden Fall haben das Element Schutzarbeit aus dem Gebrauchshundesport herausgerissen und somit vielen Hunden und deren Besitzern sehr viel Spaß damit genommen. Ich kann mich noch erinnern, das war immer das absolute Highlight am Wochenende für die Hunde, wenn es zur Schutzarbeit ging. Die Freude war unbeschreiblich. Ja. Die freuten sich wie verrückt. Viele von Ihnen, die mit ihren Hunden zum Thema trainieren, werden wissen, wovon ich spreche. Ich sage Ihnen was, wenn es um politische Orientierung geht, dürften wir heutzutage alle nur mehr von
non-binären Personen umgeben sein, ja, welche sich von jedem und allem auf die Birne hauen lassen, dann sind diese Leute zufrieden, aber nicht mit mir, liebe Zuseher, nicht mit mir, und ich bin mir sicher auch mit vielen von Ihnen nicht, ja, das weiß ich. Ja. Mit Juli 2026, um jetzt zum Thema zu kommen, führt Österreich den Hundeführerschein landesweit ein. Bis jetzt war das ja von Bundesland zu Bundesland verschieden, außerdem kam es darauf an, welche Hunderasse man erwarb. Die meisten von Ihnen kennen das. Doch nun ändert sich alles. Jeder Österreicher, der sich ab 1. Juli 2026 einen Hund zulegen möchte, ist per Gesetz dazu verpflichtet, einen Sachkundenachweis vorzulegen. 4 Stunden Theorie und Sie können sich einen Hund holen. Und dann haben Sie 12 Monate lang Zeit, um mit Ihrem Hund einen 2-stündigen Praxistest abzulegen. Die Rasse spielt keine Rolle mehr, völlig egal, welchen Hund Sie wollen und in welchem Bundesland Sie leben. Sie haben den Hundeführerschein zu machen, sonst sind Sie nicht befugt, den Hund zu besitzen. Passen Sie auf, ich präsentiere Ihnen mal einige Stimmen zu diesem Beschluss. Ein Leiter eines großen Tierheims in Österreich meint dazu in einem Interview: Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Viel zu oft käme es vor, dass sich Menschen Hunde zulegen, ohne sich zuvor über die Eigenheiten und Bedürfnisse der jeweiligen Rasse auseinanderzusetzen. Ein gutes Beispiel sind American Staffordshire Terrier, die immer wieder als Statussymbole gehalten werden. Doch mit diesem Hund muss man intensiv arbeiten. Macht man das nicht, dann verliert man schnell die Kontrolle über den Hund. Er hat ja völlig recht damit, aber was zum Teufel hat das mit 4 Stunden Theorie zu tun, liebe Zuseher, welche Ihnen hier abverlangt wird? Ja? Was zum Teufel hat das mit 4 Stunden Theorie, in welcher Sie von tierschutzqualifizierten Hundetrainern an der Tafel stehend berieselt werden, zu tun? Denkt doch nur ein Mensch da draußen, dass er nach 4 Stunden solcher Theorie weiß, wie man einen M-Staff optimal zu führen hat? Na, ich glaube nicht, ja. Wie genau sich diese 2 Stunden Praxis mit Ihrem Hund abspielen, das steht ja auch noch nicht fest. Ja. Im Normalfall teilt sich dieser Praxistest beim Hundeführerschein ja in Leinenführigkeit und Wesenstest auf. Also es wird da nachgesehen, ob Ihr Hund eine gewisse Leinenführigkeit vorweist, wie Ihr Hund reagiert beim Vorbeigehen an anderen Hunden, wie Ihr Hund anderen fremden Menschen gegenüber reagiert, ob Ihr Hund abzurufen ist, etc. Aber wie hier bei Artgenossen gegenüber unverträglich oder fremden Menschen gegenüber sehr misstrauische Hunde beurteilt werden, das steht alles noch nicht fest. Ja? Und auch Junghunde können schon äußerst unverträglich oder Menschen gegenüber misstrauisch sein. Aus verschiedenen Gründen, welche häufig absolut nichts mit fehlerhafter Erziehung zu tun haben. Ja? Was ist dann? Wie wird da vorgegangen? Wie oft kann man diesen Praxistest wiederholen, bevor da eine endgültige Beurteilung feststeht? Und was geschieht dann? Ja? Wenn Sie einen Hund haben, der absolut unverträglich anderen Hunden gegenüber ist und unfreundlich fremden Menschen gegenüber ist, lässt man das dann durchgehen und legt ihnen nur eine Maulkorbpflicht auf, oder schreitet da tatsächlich dann irgendwann mal das Amt ein? In meinem Fall müssen Sie mit dem Überfallskommando kommen, um mir meinen Hund wegnehmen zu können. Das garantiere ich Ihnen. Ja. Ich gehe aber davon aus, dass hier eher Maulkorbpflicht ausgesprochen werden würde, dass sich auch die Behörden darüber bewusst sind, welche Schwierigkeiten da auftreten könnten. Ja. Also ganz so heiß gegessen wie gekocht wird das nicht werden. Aber trotzdem, man weiß noch nicht genau, wie da reagiert wird. Ja. Außerdem wird es hier wahrscheinlich das Beste für Sie sein, diesen 2-stündigen Praxistest mit Ihrem Hund so früh wie möglich zu absolvieren, wenn es zum Thema Verträglichkeit anderen Hunden gegenüber oder Verhalten fremden Menschen gegenüber geht. Ja? Denn je jünger der Hund, desto eher die Chance, dass er noch zu viel negativ auffallende Energie entwickelt. Verstehen Sie, was ich meine? Kontraproduktiv zum ganz jungen Hund ist wieder das Thema Leinenführigkeit, die mit Sicherheit
besser oder schöner ausgeprägt ist beim schon etwas älteren Junghund als beim ganz jungen. Ja, also hier muss man abschätzen, wann es mit seinem Hund am besten ist, diesen Praxistest durchzuführen. Ja. Im Großen und Ganzen ist dieses Projekt allgemeiner Hundeführerschein aber nichts anderes als ein augenauswischendes Kasperltheater, wie so viel Politisches heutzutage. Schauen Sie, nutzen könnte das was gegen unüberlegten Hundekauf aus einer Laune heraus. Denn das wäre dann gesetzeswidrig, weil Sie ja davor die 4 Stunden Theorie absolvieren müssten. Das heißt, einen dieser schnellen verdammten Welpenkäufe aus Kofferräumen heraus könnten Sie damit einen wirksamen Strick in Österreich drehen. Das empfinde ich als sehr positiv. Auch gewisses Klientel, welches nicht unbedingt als vernünftige Hundehalter gilt, wird eventuell auf einen Sachkundenachweis pfeifen wollen und hätte somit keine Erlaubnis, einen Hund zu halten. Auch eine Sache, welche ich als positiv empfinde. Doch leid tun mir in diesem Fall viele Obdachlose, das muss ich ehrlich sagen. Ich sah schon viele dieser armen Menschen, die in ihrem Hund den einzigen Freund haben und selbst lieber nichts essen, bevor der Hund nichts hat. Viele von denen behandeln ihre Hunde sehr gut und lieben sie über alles. Diese Menschen sind hiermit Treffer, denn keiner davon wird zu einem Hundeführerschein antreten. Abgesehen davon ist dieses Gesetz meiner Meinung nach sinnlos in Bezug zum eigentlichen Ziel, weshalb es verabschiedet wird. Denn einer der Hauptgründe dafür sind Unfälle mit Hunden. Doch mit 4 Stunden Theorie und 2 Stunden Praxis verhindert das niemand. Ich möchte hier gar keine Beispiele geben, welche wirklich fruchten würden, denn diese wären tatsächlich arbeits- und zeitaufwendig für den zukünftigen Hundehalter. Aber das hätte Gewicht und Power zum Thema. Aber auch würden diese Dinge vielen Menschen den Hundeerwerb extrem erschweren. Und das möchte ich natürlich nicht. Aber ich sage Ihnen was. Jeder da draußen, der sich einen Kanal wie meinen, ich sage nicht meinen, sondern wie meinen, mit all seinen Videos ansieht, ist zigmal besser auf einen Hund vorbereitet, als er es wäre, wenn er sich da 4 Stunden vor einem an der Tafel stehenden tierschutzqualifizierten Hundetrainer zum Thema berieseln lässt. Also da fährt der Eisenbahntrimmer drüber. Die können Ihnen niemals, nicht einmal einen Bruchteil an Info weitergeben, wie es ein Hundekanal, der verschiedenste Themen behandelt, tut. Ja, in diesem Fall meiner. Und das sage ich mit geschwellter Brust. Ist so, ja. Ich meine, dass das hier mit 1. Juli 2026 nicht mehr als Schikane ist, die den wenigsten nutzen und vielen schaden wird. Ist meine Meinung. Weil das weder Fisch noch Fleisch ist, das hat weder Hand noch Fuß. Schadet den Vermehrern, die ihre Hunde weniger oft im Schnellverfahren im Kofferraum angeboten an den Halter bringen werden. Das ist gut, das ist sehr gut, ja. Schadet aber auch vielen gestrandeten Existenzen, die im Hund den einzigen Trost sehen. Das ist schlecht und empfinde ich als sehr traurig. Schadet aber auch den Hunden, welche sich von Natur aus dazu entschlossen haben, Artgenossen und fremden Menschen ablehnend gegenüber aufzutreten, denn die werden höchstwahrscheinlich zum Maulkorbtragen verurteilt werden. Ja? Ich sage Ihnen was, ich kenne so viele Hundehalter da draußen, welche Artgenossen oder fremden Menschen gegenüber unfreundliche Hunde führen. Die führen diese Hunde ohne Maulkorb und führen sie exzellent. Es sind häufig die Menschen, welche ihren Hausverstand nicht einsetzen, die hierbei zu Problemen führen, weil sie ihren Fifi nicht angeleint in diese Hunde reinlaufen lassen. Oder weil sie denken, heutzutage hat jeder Hund herumzuflattern wie ein Schmetterling, denn sonst passt er nicht in die moderne Welt hinein. Diese Leute sind es, die heutzutage häufig für Probleme sorgen. Einen Hund in solchen Praxistests zu kritisieren oder negativ zu beurteilen, weil er andere Hunde oder fremde Menschen, die ihm zu nahe kommen, nicht mag, ohne zu hinterfragen, weshalb das so ist und dieses zu berücksichtigen, das zeugt von allem, nur nicht von Hundeexpertise. Das ist meine unerschütterliche Meinung. Also würde das so ablaufen, ja, dann wäre das
ein Skandal, meiner Meinung nach. Also ich gehe davon aus, dass diese Prüfer dieses Praxistests diese Dinge schon hinterfragen und berücksichtigen, denn sonst wird es ein Verbrechen am Hundehalter und am Hund. Also, liebe Zuseher, und natürlich besonders gerichtet an die Zuseher aus Österreich. Juli 2026, Hundeführerschein für alle. Und dann warten wir ab, was unseren gewitzten Politikern zum Thema noch alles so einfällt mit der Zeit, würde ich sagen. Ja, liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.